Möchtest du wissen, ob ein Mundstück deine Intonation und Ansprache verändern kann am Flügelhorn? Dann bist du genau richtig. 10 verschiedene Breselmeier Flügelhorn-Mundstücke, ein Flügelhorn, heute ein Perinet-Flügelhorn und ein Messprogramm, Messcomputer, an dem wir das Ganze objektiv vermessen. Stellvertretend für die 10 Mundstücke nehmen wir das ganz tiefe F0 mit einer Bohrung von 4,3 mm, dann das F5 mit einer Bohrung von 3,9 mm und das F9 mit einer 3,7er Bohrung. Und nicht nur die Bohrungen sind unterschiedlich, sondern auch die Tiefe der Kessel und die Verläufe der Kessel. Um euch ganz kurz zu zeigen, wie so ein Messcomputer funktioniert, den haben wir übrigens schon sehr, sehr lange. Jetzt hier natürlich alles neu, modern, abgedatet. Wir haben hier einen Messkopf. Ihr hört ein ganz leichtes Pfeifen. Das sind Glissandi, und zwar mit Sinus-Schallwellen. Dadurch werden im Instrument oder jetzt auch schon hier im Mundstück, wie man leicht sieht, die Schallwellen, die stehenden Wellen erregt, und ich kann hier mein Instrument praktisch oben drauf stellen. Und schon sehen wir eine Intonationskurve vom Flügel. Und natürlich jetzt alles verwischt, weil ich rede und weil ich es noch nicht sauber fixiert habe. Dazu gibt es hier Fixierungen. Mal kurz schauen. So. Und fest fixiert. Und jetzt sehen wir schon unseren Frequenzgang vom Flügelhorn, die Intonation. Wenn ich Ventil 1 drücke, haben wir unser 1, Ventil 2, wunderbarer Frequenzgang und so weiter. Dieses Instrument ist für uns unglaublich wichtig. Wir können absolut objektiv vermessen, wie gut stimmt das Instrument, wo müssen wir es verändern, wo können wir es verbessern, wie können wir unsere Mundrohre gestalten. Aus dem Grund verwenden wir ein völlig objektives Messprogramm. Natürlich ist es auch wichtig, die Instrumente anzuspielen, anzublasen. Es muss dann nicht nur gut stimmen, es muss dir gefallen. Dein Klang ist wichtig. Wir vermessen hier ein Perinet-Flügelhorn und beginnen möchte ich mit dem F5-Mundstück, mit dem mittleren Mundstück. Ich stelle mein Flügelhorn auf den Mundstückschaft und nun geht's los. Das ist unsere erste Messung. Hier sehen wir den Frequenzgang, brauche ich nicht so viel zu erklären. Vor allem geht es jetzt mal hier um die Intonation. Und wir sehen ganz, ganz deutlich eine wunderbar schön ansteigende Kurve nach oben. Das tiefe Ass, der 7. Naturton, der kann natürlich nicht stimmen, soll auch nicht stimmen. Und das C sitzt auch hier noch richtig gut weit oben. Das bedeutet, dieses Flügelhorn kann richtig gut gespielt werden. Als nächstes vermesse ich das F0-Mundstück, sehr tiefer Kessel und eine 4,3 mm Bohrung. Zur Information, das F5 hatte vorher einen mitteltiefen Kessel und eine 3,9er Bohrung. Jetzt messen wir das F0. Auch hier sehen wir eine ganz, ganz hervorragende, wunderschöne Kurve, Intonationskurve. Wir sehen, wir sind hier bei -10. Das bedeutet, das ganze Instrument wird etwas tiefer und auch mein hohes C wird etwas tiefer. Wir legen das nachher genau aufeinander. Und jetzt kommt genau der kritische Punkt beim Flügelhorn. Du spielst unterschiedliche Mundstücke. Du bist 10 Cent tiefer als vorher oder 15 Cent und musst deinen Klubbenzug 1,5 cm einschieben oder 1 cm. Und dadurch verändert sich auch die Ansprache, die Intonation. Das schauen wir uns nachher an. Aber zunächst mal dasselbe Instrument mit dem flachen F9er Mundstück. Jetzt müsst ihr natürlich bedenken, für jeden Naturtonreihe brauche ich eine andere Messung. Gerade messen wir ja nur die Nullgriffe. Griff 1, Griff 2, Griff 1, 2 geben ja völlig neue Naturtonreihen. Aber das gäbe dann noch unglaublich viel zu sehen, aber ich glaube, das wäre ein Thema mal für ein komplettes Abendseminar. Jetzt beschränken wir uns auf die Griffe 0 und vergleichen die Griffe 0, also die Naturtonreihe des B-Instrumentes. So, F9.
Und schon sehen wir, dass wir das hohe F hier, also ist immer klingend, dieser Messcomputer misst immer klingend, also das G für euch dann, das klingende F oben, schießt jetzt ganz schön nach oben ab und macht einen ganz schönen Sprung runter zu meinem klingenden B, also zum C3 wäre das da. Dieser Sprung ist jetzt schon etwas gewagt mit diesem flachen Mundstück. Jetzt legen wir mal diese drei Kurven übereinander und schauen uns die Veränderungen an, die nur das Mundstück hervorgerufen hat. Ich habe den Kluppenzug, also den Stimmzug, immer auf derselben Stelle belassen. Jetzt speichere ich das Ganze nochmal ab. Wir haben hier ein Perineeflügelhorn, Modell Melisma 9000, Konfiguration Mundrohr 33 und das ist das Breselmeier Mundstück F9. Jetzt legen wir diese Kurven übereinander. Hier haben wir unser Breselmeier F5, F0 und F9. Die klicke ich jetzt an und dann gehen wir in die Grafik rein. Ihr seht hier, unsere grüne Kurve ist das Breselmeier F5. Die türkise repräsentiert das F0 und die blaue Kurve ist das F9. Jetzt schauen wir uns das genauer an in der Intonationskurve. Okay, wir sehen, die türkise Kurve liegt deutlich unter den zwei anderen, ist aber wunderbar ausgeglichen. Das bedeutet, ihr müsst euren Stimmzug deutlich weiter einschieben mit einer großen Bohrung und einem tiefen Kessel. Unser F9 Mundstück verläuft sehr schön und haut uns nach oben ab, geht nach oben weg. Bei dem klingenden F, also beim G, da gefällt mir insgesamt natürlich die grüne Kurve des F5 Mundstückes hervorragend. Das ist unsere ausgeglichene Kurve. Ihr seht also, bei Verwendung von unterschiedlichen Mundstücken kann euer Flügelhorn total anders stimmen. Jetzt schauen wir uns mal die Güte der Kurven an. Wir haben hier im unteren Bereich Naturton 1, 2, 3, 4, 5, 6 sehr ein ausgeglichenes Klangbild. Und jetzt geht's los. Hier oben in der hohen Lage sehen wir deutliche Verluste von dem Türkisen, also von dem F0 Mundstück. Ihr habt zwar einen wunderschönen, satten Sound, aber die Töne sprechen nicht mehr so direkt und so leicht an wie mit den Mundstücken F5 und F9. Fazit. Ihr müsst euch entscheiden, einen großen, satten Sound, Intonation etwas tiefer. Mit dem flachen Mundstück kann es durchaus sein, dass einzelne Töne nach oben wegschiebt. Das ist immer die Entscheidung, was mache ich. Zusätzlich gibt es jetzt natürlich noch das Mundrohr. Wenn wir jetzt schon sehen, was so ein kleines Mundstück ausmacht und dann kommt ein 14 cm langes Mundrohr, kann man unglaublich viel machen, aber das gibt ein extra Video. Wir hatten bei diesen Vermessungen unseren Kluppenzug ca. 17 mm weiter ausgezogen. Je nach Temperatur, im Sommer müsst ihr noch mehr ausziehen oder im Winter weiter einschieben oder mit dem tiefen Mundstück auch weiter einschieben. Auch dies hat intonatorische und ansprachetechnische Veränderungen. Jetzt nehmen wir mal unser F0 Mundstück und schieben den Stimmzug rein, so dass das F0 Mundstück auch gut stimmt und dann schauen wir uns mal die Vergleichskurven an. F0 ausgezogen zu tief, F0 eingeschoben stimmend. Hier rede ich von einer Traumintonation. Selbst das hohe C liegt praktisch leicht über der Nullkurve. Ihr seht, wenn ihr jetzt mit dem tiefen Mundstück spielt und ganz eingeschoben spielen könnt, habt ihr eine ganz tolle Intonation. Die vergleichen wir jetzt mal mit der Intonation vorher, als das Flügelhorn ausgezogen war. Dazu gehen wir in unsere Datenbank von vorhin und nehmen das F0 Mundstück hier, doppelklicken und wir schauen uns das an. Ihr seht hier, die Ansprachekurve leicht verschoben in diesem Bereich und hier oben auch ganz wenig, also das könnt ihr vernachlässigen, aber die Intonation hat sich deutlich verbessert. Ihr seht die schöne, flache, ansteigende Kurve, das F geht wenig nach oben los und das C liegt wunderbar schön hoch. Wir haben jetzt das Ganze mit einem Flügelhorn vermessen. Die Flügelhörner sind natürlich völlig unterschiedlich, je nach Marke. Eines ist oben viel zu tief, das andere ist unten zu tief oder umgekehrt. Deshalb haben wir uns Gedanken gemacht über die Mundrohre. Wenn wir jetzt hier das Mundrohr
so weit ausziehen, 2 Zentimeter, haben hier den Luftsack. Und wir haben gesehen, bei dem F0-Mundstück klingt und stimmt am schönsten, wenn es ganz eingeschoben ist. Deshalb gibt es jetzt auch Mundrohre, die viel länger gebaut sind. Das bedeutet, wenn ihr ständig 3-4 Zentimeter auszieht und es bei eurem Flügelhorn so wäre, dass der Luftsack, der da entsteht, stört in der Intonation, kann man dieses Mundrohr ja viel länger bauen, damit es schon praktisch ausgezogen ist. Jetzt können wir gespannt sein auf die klanglichen Ergebnisse. Ich spiele die 3 Mundstücke mal mit diesem Instrument an. Ich spiele euch immer dieselben Passagen. Ich beginne mit dem Breselmeier F5 Mundstück. F9. Und nun F0. Muss ein bisschen weiter rein. Schauen wir uns mal die Grafiken und Aufschnitte dieser Mundstücke an. F0 ist ein riesengroßes Mundstück mit 4,3 mm Bohrung. Es klingt auch sehr dunkel, rauchig, weich. Für die extremen Einsätze ein wunderbar weiches Mundstück. Das F1 ist schon etwas kleiner gebaut. Ihr seht, es wird unten schlanker, praktisch in sogenannten Herz. Und die Bohrung ist auch mit 4,2 kleiner gehalten. Das F2-Mundstück hat nur relativ kleine Änderungen im Kessel, nur etwas kleiner, aber dafür die 3,9er Bohrung. Ihr braucht nicht ganz so viel Luft und es spricht etwas direkter an. Gehen wir weiter zum F3. Das ist wiederum im Herz etwas kleiner gefertigt und die Bohrung mit einem Zehntel kleiner auf 3,8 haben schon einen deutlichen Unterschied zu dem F2-Mundstück. Jetzt geht es zum F4-Mundstück, das wiederum kleiner und flacher gebaut ist, aber dieselbe Bohrung hat wie das F3-Mundstück mit 3,8 mm. Jetzt kommen 2 Extremmundstücke, das F5 und das F6, aber zunächst mal das F5 ist deutlich kleiner gebaut als das F4, aber ihr habt einen schönen Luftfluss mit der 3,9 mm Bohrung. Da müsst ihr individuell selbst austesten, was für euch da in Frage kommt. Also ihr seht jetzt hier schon, dass wir nicht sagen können, das geht kontinuierlich von F0 bis F9 immer kleiner, sondern was ganz toll von Karl Breselmeier hier gefertigt ist, ihr habt auch unterschiedliche Kesselformen und damit unterschiedliche Klangvariationen drin. Und nun extrem das F6, achtet mal, wie viel größer das auf einmal wird. Und wir gehen nochmal zurück auf das F5 und nochmal auf das F6. Deutlich größer, aber wiederum eine kleinere Bohrung. Ich mag das F6 sehr, sehr gerne. Es ist super flexibel einsetzbar und ich muss auch sagen, bei mir auf jeden Fall im Geschäft ist das meistverkaufte Mundstück, egal auf Flügelhorn oder auf Kornett. So, und dann geht es weiter zu F7. Jetzt geht es kontinuierlich weiter. Ich würde sogar sagen, das F7 ist die Fortsetzung von F5, etwas kleiner gehalten und die Bohrung auch etwas kleiner.
zum F8 nochmal deutlich kleiner, die Bohrung bleibt gleich. Und jetzt das F9 Mundstück für Spieler, die extreme Höhe lieben und die direkte Ansprache lieben, auch nicht viel Luft verbrauchen möchten, 3,7. Also so ein richtig typisches, hohes, helles Polka-Mundstück. So, das waren jetzt die Bresselmayer Mundstücke im schnellen Überblick. Übrigens, diese sind zweiteilig gefertigt. Ihr könnt praktisch euren Trompetenrand draufschrauben oder euch einen aussuchen. Wir fertigen euch sogar euren Wunschrand an, passend zu den Mundstücken. Die Schäfte sind nicht schraubbar. Ihr seht ja von dem Kessel her, wie weit die nach unten reinragen. Deshalb funktioniert es bei den Flügelhornmundstücken nicht mit schraubbaren Stängeln. Also immer zweiteilig. Fazit, ihr seht am Computer deutlich in den Grafiken und ihr hört an den Klangbeispielen, es gibt deutliche Unterschiede. Ob ihr jetzt ein großes, tiefes, flaches, groß gebohrtes Mundstück nehmt, ihr entscheidet. Für euren Klangstil ist das Mundstück unglaublich mitentscheidend. Und auch die Intonation. In Verbindung mit einem anderen Mundrohr ist natürlich noch viel mehr möglich, aber das ist ein anderes Thema und dieses Video ist in Planung. Selbstverständlich habe ich euch ein PDF vorbereitet. Ihr könnt dann die Maße der Mundstücke ablesen und ich gebe noch ein paar Informationen mit hinzu. Ich freue mich schon auf die nächsten Videos mit euch. Habt ihr Fragen, Anregungen? Bitte stellt sie uns, teilt sie uns mit. Euer Matthias Beck.